Ich möchte euch heute etwas über Softwaremodernisierung in agilen Projekten erzählen. Wie das Ganze funktioniert. Ich habe diesen Vortrag bereits im Rahmen des AMOS-Kurses an der FAO Erlangen gehalten. Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, packe ich dir gerne einen Link in die Beschreibung. Ich möchte dir heute erzählen, warum so eine ständige und fortwährende konstante Modernisierung eigentlich so wichtig ist, wie man am besten so einen Modernisierungsprozess starten kann, diesen Modernisierungsprozess in agile Prozesse integrieren kann und noch einige praktische Tipps, wie sie auch wirklich gelingen kann. Mein Name ist Christian Schrödel. Ich bin seit 2013 als Softwareentwickler tätig. Heute arbeite ich als Technical Lead für Automotive HMI-Systeme. Was ich gerne mit euch teilen möchte ist, was mir an diesem Job denn eigentlich so viel Spaß macht. Und das ist, dass ich ständig etwas Neues dazulernen kann, mich mit den neuesten Trends und Technologien beschäftigen muss oder sagen wir mal darf und dass ich dieses Wissen dann auch mit anderen teilen kann. Warum ist es denn überhaupt wichtig, ständig zu modernisieren, ständig dazu zu lernen? Dazu teile ich gerne die Erfahrungen, die ich gemacht habe, wie ich in meinem heutigen Unternehmen angefangen habe. Damals wurden noch sehr viele proprietäre Tools und Frameworks verwendet. Nach kurzer Zeit fand ein Wandel statt zu Open Source Tools, Frameworks, Libraries. Alles war auf einmal Open Source. Das hat am Anfang ganz schön geknirscht im Gebälk. Da mussten sich viele in der Firma erstmal umstellen und sich auch ganz schön umschauen. Wenn man die Leute heute fragt, keiner kann sich vorstellen, das Rad wieder zurückzudrehen. Open Source bietet großartige Möglichkeiten für die Softwareentwicklung. Denk mal drüber nach. Es gibt Frameworks und Bibliotheken. Ganze Softwareplattformen sind Open Source. IDEs und Build-Tools stehen kostenfrei jedem zur Verfügung. Egal ob es das nächste Hobbyprojekt oder das große kommerzielle Millionenprojekt sein muss. Programmiersprachen und Compiler, auch das gibt es mittlerweile kostenlos verfügbar für jeden, der sich dafür interessiert. Kostenfrei und langfristig unterstützt von einer großen, wirklich eifrigen Community. Ich finde das ziemlich unglaublich, immer noch. Wenn man das Ganze mal einem Entwickler vor 15 Jahren erzählt, dass es das alles kostenlos und maintained für einen gibt, und man muss es einfach nur nutzen und darf es auch nutzen. Unvorstellbar. Vor 15 Jahren hättest du das keinem erzählen können. Die hätten dich alle für verrückt erklärt. Und das ist wirklich eine tolle Sache. Open Source. Und gleichzeitig, damit du von dem Ganzen profitieren kannst, auch wirklich, musst du nämlich immer auf dem Laufenden bleiben. Regelmäßig aktualisieren. Regelmäßig deine Abhängigkeit modernisieren. Ansonsten droht dir nämlich Folgendes. Programmiersprachen und Compiler sind irgendwann veraltet, werden durch etwas Neues ersetzt. Softwareplattformen, Open Source, tolle Sache, werden ständig weiterentwickelt. Sicherheitslücken werden durchgehend entdeckt und von der Community wieder geschlossen. Nur damit auch du von den Sicherheitspatches am Ende profitierst, musst du hier ständig am Ball bleiben und deine Plattform auch updaten. Frameworks und Bibliotheken. Ab einem gewissen Zeitpunkt sind sie deprecated und werden durch etwas Besseres ersetzt. IDEs und Build-Tools. Ab einem Zeitpunkt X wird deine IDE ein gewisses Build-Tooling nicht mehr unterstützen können. Entweder das Build-Tooling wurde nicht mehr weiterentwickelt oder du hast es verpasst zu updaten. Ja, und dann stehst du da. Dann hast du ein Problem. Deswegen ist es wichtig, immer auf dem Laufenden zu bleiben, immer zu updaten regelmäßig und es nicht allzu lange auf die lange Bank zu schieben. Dein Softwareprojekt entwickelt sich im Laufe der Zeit einfach weiter. Was am Anfang noch völlig ausreichend war, wenn ich eine kleine Hütte hingezaubert habe für den Kunden und er war begeistert, entwickelt sich im Laufe der Zeit schnell zu einem Märchenschloss, das nun auf einmal umgesetzt werden muss. Und dafür braucht es neue Technologien, neue Engines, neue Frameworks, die performanter funktionieren oder neue Features unterstützen.
Mit all diesen Dingen muss man sich aktiv auseinandersetzen und beschäftigen, wenn man das gewünschte Märchenschloss vom Kunden auch wirklich erreichen möchte. Das kommt nicht von alleine. Wenn das Projekt wächst, wenn es größer wird, die Anzahl der Entwickler oder auch aller Beteiligten ist noch überschaubar. Alle wissen, was zu tun ist, wo etwas zu finden ist. Und im Laufe der Zeit entwickelt sich das Ganze aber weiter von einer Handvoll von Entwicklern zu etwas, das eher so aussieht. Wir haben nun nicht mal eine Handvoll von Entwicklern, sondern wir haben eine große Menge von Teams, die aus vielen Entwicklern bestehen. Das musst du in deiner Infrastruktur abbilden können und in deinem ganzen Projekt-Setup. Es muss skaliert werden. Prozesse, Tooling, unterstützendes Tooling, all das musst du weiterentwickeln. Du kannst nicht an dem Punkt stehen bleiben, mit dem du angefangen hast für eine Handvoll von Entwicklern, denn auf einmal musst du viele unterschiedliche Teams produktiv am Laufen halten und dafür brauchst du Lösungen. Deine Codebasis entwickelt sich weiter. Was relativ überschaubar und einfach angefangen hat in deiner App, entwickelt sich recht schnell zu etwas, das sagen wir etwas mehr Komplexität hat. Schnittstellen werden komplexer. Unzählige Anzahl von neuen Schnittstellen kommen hinzu. Schnittstellen nach außen, Schnittstellen nach innen zu anderen Prozessen, mehr verteilte Prozesse im System. All das wird sich im Laufe der Zeit einstellen, je länger dein Projekt voranschreitet. Und dem musst du Herr werden. Dem musst du Herr werden mit Architektur-Tooling, Wissensaustausch. Wie finde ich mich in dem Source Code eigentlich denn noch zurecht? Ich verspreche dir, jede Codebasis wird im Laufe der Zeit immer komplexer werden. Das musst du unter Kontrolle bekommen. Schreibt doch gerne mal, was sind eure Erfahrungen, die ihr so gemacht habt mit Modernisierung in eurem Projekt. Ansonsten hoffe ich, das Video hat dir gefallen, du hast etwas gelernt, dann sehen wir uns hoffentlich gleich wieder.